Hi YouTube oder wer auch immer und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal seit langem. Wenn ihr ein Musikinstrument spielt und dieses Talent mit anderen teilen wollt, werdet ihr wahrscheinlich auf folgendes Problem stoßen. Erstens, wie kann ich mein Musikinstrument mit meinem Computer verbinden und wie kriege ich den Sound als Input für die verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel Twitch, YouTube, Skype, Discord, Chatroulette oder auch, wo ich es immer sehr gerne nutze, VR-Chat. Deshalb zeige ich euch in diesem Video, wie ihr euer Musikinstrument anschließt, was ihr dafür alles benötigt und wie ihr sowohl euren Sound von eurer digitalen Audio-Workstation, kurz DAW genannt, auf jede erdenkliche Plattform als Input festlegen könnt. Das, was ich hier zeige, funktioniert erstmal nur auf Windows. Wenn ihr aber auch wisst, wie man sowas auf Linux oder Mac umsetzen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich pinne diesen Kommentar dann an. Aber alles weitere nach dem Intro. Bis gleich! Bevor wir mit diesem Tutorial starten, wollte ich euch noch sagen, falls euch dieses Video gefällt, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sind nur um die 100 Abonnenten noch von der 1000 Marke entfernt. Also abonniert diesen Kanal und teilt dieses Video, damit vielen Leuten damit geholfen werden kann. Aber jetzt zum Tutorial. Es gibt allgemein zwei Möglichkeiten, wie man sein Musikinstrument oder Audiogerät mit dem Computer verbinden kann. Die eine Möglichkeit ist, direkt das Audiosignal zu übertragen. Bedeutet, sowas wie eine Gitarre oder ein Mikrofon direkt als Waveform mit dem PC zu verbinden. Dies wird oft über sowas wie Klinkenkabel, XLR-Anschlüsse oder auch über USB bewerkstelligt. Die andere Möglichkeit ist, ein MIDI-Gerät mit dem PC zu verbinden. MIDI-Geräte sind oft sowas wie Launchpads oder ebenso Keyboards, die von sich aus keinen Sound generieren, also die wirklich jetzt keine Musik von sich aus machen, sondern die nur die Signale zum Computer senden, wie zum Beispiel, welchen Button drücke ich oder welchen Slider bewege ich oder wie stark ich einen Button drücke, ob ich jetzt ein Pedal nutze oder so. All diese ganzen Informationen werden als MIDI-Signale, als Impulse zum PC hingeschickt und am PC wird dann entsprechend der Sound und die ganzen Einstellungen dann generiert. Dafür benutzt man oft VSTs. Darauf gehe ich aber später nochmal ein. Fangen wir erstmal mit den MIDI-Geräten an, weil das am einfachsten ist. Schließt einfach euer MIDI-Gerät über USB mit dem Computer an. Zum Beispiel sowas wie ein Launchpad kann man direkt über USB mit dem Computer verbinden und oft sind auch nicht mal Treiber vonnöten, dass man dieses Gerät direkt verwenden kann mit dem Computer. Es gibt aber auch MIDI-Geräte, die von Haus aus nicht einen USB-Anschluss haben, sondern über einen In- und einen Output verfügen, der so ähnlich aussieht wie so ein XLR-Anschluss. Dieser In- und Output-Anschluss bedeutet einfach, dass man als Out das Signal zum Computer sendet und als In Signale vom Computer zum Keyboard gesendet werden, um zum Beispiel irgendwas anzuzeigen oder irgendwelche Signale festzulegen, die man in seinem Programm darstellt. Wichtig ist hier, dass man sich dann einen Adapter holt. Ich packe einfach mal einen in die Videobeschreibung, ist kein Affiliate-Link oder irgendwie sowas. Das ist das, was ich auch selbst nutze und was ich schon über ein Jahr im Einsatz habe und bisher keine Probleme damit hatte. Also liegt in der Videobeschreibung, was ihr dafür braucht. So, nun haben wir unsere MIDI-Geräte mit dem Computer verbunden und jetzt kommen noch die Audiogeräte, wie zum Beispiel eine Gitarre oder ein Mikrofon. Da muss man entsprechend unterscheiden, weil es gibt Musikinstrumente, wie zum Beispiel, wie gesagt, eine Gitarre, die man direkt über Klinke zum Beispiel anschließen kann. Allerdings besitzen die meisten Computer nicht die entsprechenden Anschlüsse, wie zum Beispiel ein Klinkenanschluss oder eben ein XLR-Anschluss für Membranmikrofone zum Beispiel. Hier wird eines benötigt, und zwar ein Audio-Interface. Ein Audio-Interface ist im Grunde ein Gerät, was man über USB mit dem Computer verbindet und woran man all seine Audiogeräte anschließen kann. Wichtig bei der Auswahl des Audio-Interfaces ist, dass das Audio-Interface selbst den Sound verarbeiten kann. Bedeutet, dass es sowas wie eine ASIO-Funktion gibt. Außerdem ist sowas wie ein Mirroring-Modus sehr praktisch, weil man dann auch selbst den Ton hören kann, auch ohne, dass es mit dem Computer verbunden ist. Außerdem sollte man darauf achten, dass man all seine Musikinstrumente, wie zum Beispiel Mikrofon, Gitarre, direkt mit dem Audio-Interface verbinden kann. Nicht mehrere Audio-Interfaces kaufen, weil das sorgt am Ende zu Interferenzen zwischen den einzelnen Geräten und oft leidet da auch die Latenz drunter. Also versucht euch dann ein Audio-Interface zu suchen, wo ihr wirklich auch alles machen könnt. Ich habe jetzt das Focusrite Solo, das reicht für meine Zwecke vollkommen aus. Falls ihr aber in Zukunft plant, mehr Geräte anzustecken, würde ich auf jeden Fall empfehlen,
euch ein Audio-Interface mit viel mehr XLR-Anschlüssen zum Beispiel zu holen. Und zu guter Letzt sollte das Audio-Interface auch noch einen Output haben. Bedeutet, dass ihr darüber auch eure Kopfhörer anstecken könnt, um den Ton direkt darüber zu hören. So, habt ihr nun all eure Musikinstrumente an euer Audio-Interface angeschlossen und das Audio-Interface an den Computer angeschlossen, können wir nun an die Konfiguration gehen. Und jetzt kommt wirklich der große Pain an der ganzen Sache. Zuerst müsst ihr eure Musiksoftware starten. In dem Fall zeige ich das einmal mit FL Studio und der kostenlosen Variante Soundbridge, womit ihr dies bewerkstelligen könnt. Das sind beides richtig gute Audioprogramme, die auch VSTs unterstützen. Ihr könnt aber theoretisch auch jedes andere Programm nehmen, was eben VSTs unterstützt. Zuallererst geht ihr in die Audio-Settings. Dort müsst ihr dann euer Audio-Interface, das ASIO-Gerät, auswählen. Wichtig hierbei ist, dass auch eure Inputs und Outputs alle aktiviert sind und entsprechend die Latenz eingestellt wird auf die entsprechende Bufferrate, womit euer PC oder euer Audio-Interface entsprechend klarkommt. In den meisten Fällen sind die Standardeinstellungen schon recht okay. Das Tolle an ASIO ist, dass es euch ermöglicht, eure Musik latenzfrei wiederzugeben bzw. einzuspielen. Bedeutet, ihr hört ohne Verzögerung direkt das, was ihr entsprechend einspielt. Nun müsst ihr als Output in euren Mixer-Channels, entsprechend unter Master würde ich es persönlich empfehlen, das Output-Signal eures Audio-Interfaces auswählen. In den einzelnen anderen Mixer-Channels fügt ihr dann als Input eure entsprechenden Audiogeräte ein, die mit dem Audio-Interface verbunden sind, also euer Mikrofon oder die Gitarre. Und dort könnt ihr dann auch all eure Einstellungen festlegen, ob es zum Beispiel sowas wie ein Reverb oder Hall oder was auch immer geben soll, je nachdem, was euer DAW entsprechend unterstützt. Nun kommen die MIDI-Geräte. Die MIDI-Geräte werden von Haus aus bei den meisten DAWs direkt unter den MIDI-Einstellungen erkannt und müssen meist nur noch aktiviert werden. Sobald sie aktiviert sind, kann man sie eigentlich schon direkt benutzen. Man muss dann nur noch sich entsprechend ein VST einstellen. VSTs sind im Grunde virtuelle Musikinstrumente, die man direkt in dem Programm starten kann und die eben den Sound erzeugen, den man zum Beispiel braucht, um zum Beispiel ein Piano wiederzugeben. Dies legt ihr dann nur noch auf euer MIDI-Gerät fest und schon ist das eigentlich schon gegessen. Um nun jetzt auch den Sound eures DAWs in euren Livestream oder Voice-Chat verwenden zu können, brauchen wir zwei Sachen. Einmal brauchen wir ein kostenloses VST-Plugin, welches sich Vox & Go Recorder nennt, welches wir in den jeweiligen Musikprogrammen installieren. Dann gehen wir dort, nachdem wir es installiert haben, unter Effekte und fügen es dort in den Master Channel hinzu und öffnet dort Vox & Go Recorder. Dort müsst ihr nun als MMI-Device Voicemeter AUX Input angeben. Danach stellt ihr den Output auf MMI und die Bufferrate müsst ihr entsprechend nach eurer PC-Leistung einstellen und Latenz. Nun brauchen wir noch als zweites Programm Voicemeter Banana. Wichtig ist, dass wir uns auch wirklich die Banana-Version und nicht die Standard-Version holen, weil die Banana-Version uns noch einen zusätzlichen Output-Channel ermöglicht. Habt ihr Voicemeter Banana installiert, aktivieren dort unter AUX B2. Damit wird nun das Signal von dem Master-Channel zu Voicemeter AUX übertragen und von hier aus als Input-Channel unter Voicemeter AUX festgelegt. A1 müssen wir hier dann auch deaktivieren, damit wir auch den Sound nicht doppelt hören. Für Voicemeter Vario aktivieren wir A1. So können wir unseren Systemsound hören und zum Beispiel auch, wenn wir jetzt in ein Gespräch sind in Discord, auch die anderen eben hören. Achtet dabei aber darauf, dass dort nicht B2 aktiviert ist, weil sonst sich die anderen selbst hören. Als A1 Output wählt ihr nun euer Audio-Interface aus. Allerdings nicht die ASIO-Version, sondern die ganz normale MMI-Version. Falls ihr wie ich noch ein USB-Mic habt, könnt ihr dieses leider nicht mit eurem DAW verbinden. Deshalb meinte ich auch vorhin, dass ihr für all eure Audiogeräte auf jeden Fall ein Audio-Interface benötigt. Allerdings könnt ihr dieses USB-Mikrofon trotzdem noch verwenden. Einfach in Voicemeter als Input euer entsprechendes Mikrofon auswählen und dies dem B2-Channel zuweisen. Wenn ihr nun mit allem fertig seid, könnt ihr in Windows als euer Output entsprechend Voicemeter Input auswählen und als Mic in euren jeweiligen Programmen, wie zum Beispiel Discord, Voicemeter AUX verwenden. Dort wird nun euer DAW sowie euer USB-Mic entsprechend hinzugefügt. Damit ihr zum Beispiel auch Bild und Ton gleichzeitig gesynkt habt im Programm wie zum Beispiel OBS, um bei einem Livestream mit laufender Kamera zu spielen, müsst ihr den Ton auf euer Bild synken. Dafür geht ihr in OBS unter die Audioeinstellungen, erweiterte Audioeinstellungen
Und dort wählt ihr dann entsprechend unter Sync die entsprechenden Millisekunden ein, in welche Richtung es entsprechend gesynkt werden soll, damit am Ende dies ein fließender Übergang ist und nicht am Ende im Video irgendwie komisch kommt, dass man irgendwelche Buttons drückt, aber es erst später der Ton kommt oder vorher der Ton kommt. So, und damit herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft und kannst nun anderen dein Talent zeigen. Falls ihr Anmerkungen und Probleme habt, schreibt es mir gerne in Kommentare. Ich gehe so gut wie möglich auf jeden Kommentar ein. Bisher bin ich auch bei meinen letzten Tutorials auf so gut wie alle Kommentare eingegangen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Teilt dieses Video, damit vielen Leuten dabei geholfen wird, weil ich persönlich sehr wenig zu diesem Thema gefunden habe und dies einmal so zusammenfassen wollte, wie man es entsprechend einrichtet. Mit einem Abo würdet ihr diesen Kanal sehr unterstützen und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein!